Freunde, guten Morgen. Für uns geht's jetzt nach Lanzarote von Beza aus. Voller als wir es kennen, ne? Von hier. Aber es ist ein toller Flughafen. Ladies and gentlemen, welcome to this final flight FR6208 going to Lanzarote. We ask you please move along the cabin and take your sightseeing, which is in the right corner of your boarding pass. Please put the small bags under the seat in front of you with the exception emergency exit 1617, including road to the air. If you need any assistance, please don't hesitate to call one of our crew members. Thank you. Gott, bist du es? So, wir haben jetzt unseren Mietwagen abgeholt. Ein Fiat 500 in der neuen Edition. Sieht fast aus wie ein kleiner SUV. Ein Fiat 500X. Fiat 500X. So sieht's aus. Das X steht für New. Das X ist Für New. Ja, ich bin ein bisschen fertig, weil wir sind ja um 4:30 Uhr aufgestanden. Aber das Wetter ist schon mal geil. Blauer Himmel mit ein paar Wolken. Und jetzt fahren wir mal nach Arrieta zu unserem Apartment. Gucken, ob wir das finden. Haben wir GPS? Ja. Cool! So, wir sind angekommen. Das fangen wir nochmal an. Was war das? Ich weiß nicht. Mich vor Freude verschluckt. So, wir sind angekommen. Als erste Amtshandlung waren wir direkt am Strand. Direkt die erste Teneriffa. Wir sind nicht auf Teneriffa, ne? Die erste Urlaubsbräune. Verallgemeinern wir das mal schön. Und Lanzarote, Schatz. Lanzarote, Schatz. Da sind wir, genau. Ja, und jetzt gucken wir uns hier das Örtchen an. Stehen sehr auf weiße Kubushäuser. Aber ist auch sehr angenehm kühl da drin, muss ich sagen. Dafür, dass keine Klimaanlage irgendwie installiert ist. Und das ist schon eine geschickte Architektur hier. Ja, und jetzt laufen wir hier die Straße runter Richtung Meer. Und dann suchen wir einen Supermarkt. Irgendeine Burg, die hier sein soll. Ist das schon eine von den Piratenburgen? Oder? Ja. Cool. Ich stehe auf Piraten. Ja. Wir sind schon ein bisschen dehydriert. Ja. Weil wir klugerweise auch ohne irgendwas am Strand waren. Aber so ist das mit uns. Hier auf Teneriffa. Lanzarote. Ja, Schatz. Musste ich gar nicht totstellen. Ja, der erste Tag geht zu Ende. Wir waren semi-lecker essen. Also ein bisschen Imbissbuden-Fraß. Biancas erster Kommentar, als sie das Fleisch gegessen hat, war: Oh, Knorr-Fertigsoße. Ja. Ja, und jetzt ist 8 Uhr und wir sind rotzefertig und gehen pennen. Mit ein bisschen Gossip Girl. XOXO. Tschüss von Teneriffa. Tschüss. Heute beginnen wir unseren Tag mit einem schmackhaften Bimbo und debilem Wasser. So, jetzt sind wir in Arrecife angekommen, richtig? Oder Arrecife, wie sagt man es? Weiß man nicht. Ne? Weiß man nicht. Wir haben beide keine spanischen Wurzeln. Auf jeden Fall ist hier so ein abgefahrenes Bürgchen. Da. Ein Castillo. Castillo, ja. Guck mal, sie kann doch Spanisch, hat uns alle verarscht. Kann man rein, wenn man Student ist oder zumindest als Student gemeldet und seinen Studentenausweis noch hat. Kann man da umsonst rein, ansonsten zahlt man 3 Euro. Alles komplett nur auf Spanisch. Also Man kriegt zwar so einen Flyer, der auf Deutsch ist, wenn man sagt, dass man German ist, aber ja, es sind ein paar kleine Räume mit Tafeln auf Spanisch, ein paar Töpfe, ein paar Kostüme. Das Tollste ist wahrscheinlich, dass man auf die Burg drauf kann, auf die Aussichtsplattform. Ist zwar fast immer noch so Bodenlevel, ne? Aber man war mal da. Hier hinten kann man dann noch zu so einem kleinen Leuchtturm laufen und wir laufen jetzt da hinten zu dem Hochhaus, wo ja,
wo daneben ein Strand ist. Und dann sind wir auch so gut wie durch hier in Arrecife. Das Lustige ist ja, dass hier nirgendwo Leute rumlaufen. Das haben wir schon in dem Ort, wo wir sind, dessen Namen ich vergessen habe. Auch irgendwas mit A. Arietta. Teneriffa. Hier heißt alles Teneriffa. Ja. Das sind auch keine Leute, das sind hier halt einfach irgendwie nicht die Touristenorte. Ne? Hier sind auch keine Hotels, also abgesehen von dem da vielleicht von dem mal. da. Deswegen laufen hier irgendwie keine Touris rum, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das hier nicht wirklich die Touristensaison ist. Nein. Das schon, aber hier sind halt einfach viele Einheimische. Also der Norden der Insel, das heißt Arietta, Arrecife. Arrecife hier ist direkt schräg gegenüber, zum Beispiel auch der Flughafen. Es ist mehr was für Einheimische und weniger halt eben was für die Touris. Die Touris sind halt wirklich weiter unten, Playa Honda, was weiß ich nicht, was Puerto del Carmen, keine Ahnung. Alles was im Süden runter Wobei auch ist. das beste Restaurant in unserem Ort hat bis Juli geschlossen, hat gerade Urlaub. Urlaubszeit. Die Tauchschule, wo wir gemeldet sind, hat jetzt noch Urlaub. Also ich glaube tatsächlich, dass die hier eher so auf Ferien eingestellt sind. Also auf deutsche Ferien. Dann gucken wir uns noch den Strand an und gehen dann über die Einkaufsstraße, die ganz hübsch sein soll. Gucken, ob wir noch was Schönes hier finden. Und danach gehen wir einkaufen. Im Eurospar. Gibt's bei uns nicht mehr. Nee, aber hier hat sich's gehalten. Hier hat sich's gehalten in Allgemein Spanien. in Spanien, ja. Auf Malle gibt's ja auch jede Menge von. Ja. So, ab die Post. Ab die Post. Für die rechte Seite. Ist das... Ja, das kann ja auch nicht funktionieren. Stimmt, da fehlt was. Das kann man hier machen. Ja, kann ich auch. Ich kann nicht mehr. Ist das großartig? Du bist das Highlight hier für die Leute. Leute, ich fand, das hast du wirklich, ja, das hast du wirklich schön gemacht. Siehst du das auch? Ja, Möwenscheiße. So, wir sind einmal rumgelaufen. Jetzt sehen wir das Hotel da hinten, genau, von der anderen Seite. Da hinten müsste irgendwo der Leuchtturm zu finden sein, wo wir das letzte Mal gevloggt haben. Und es bestätigt sich nur, im Hintergrund seht ihr vielleicht den menschenleeren Strand. Hier ist einfach nichts los. Ich meine, das Wetter ist heute nicht so geil. Es kommt ab und zu selbst durch die Wolken mal doch die Sonne durch. Die merkt man dann auf dem Schädel, aber an sich ist heute eher Bewölkt. ja, man sieht es ja auch, ne? Am Outfit. Ach so, am Outfit. Ja, Was wenn dachtest die... du denn? Fett. Ja, man sieht es ja auch, direkt Winterspeck angefressen, weil heute so kalt ist. Fett. Ja. Wir haben hier so eine dichte Ansammlung von Palmen gesehen, da sind wir einfach mal hingelaufen und das ist ja echt ganz schön. Es sind auch viele Hunde unterwegs, das ist also ein kleiner Genau, Hundepark. kleiner Hundepark, Agility-Möglichkeit für die Hundis. Ganz, ganz süß gemacht auf jeden Fall. Weil bis jetzt hat die Insel wirkte eher hundefeindlich, hätte ich jetzt fast gesagt. Also an den Stränden sind halt auch überall die Hunde komplett verboten mit Mhm. Strafen von 150 bis 1500 Euro. Je nach Größe des Haufens. Das wird dann Wahrscheinlich. abgemessen. Was meinst du, wie viel dieser Haufen da kostet? 2 Euro. 150, der ist klein. Okay. Ja. Ja, wir laufen hier noch einmal durch und dann schauen wir uns die Einkaufsstraße an. Natürlich, Bist schon heiß drauf, ne? auf jeden Fall. Dann lass das mal machen. Schnell. Ja. Witzig, ne? Ja. Ja, wir haben gerade gegessen in, wie ist das? Tablos? Tabla. Tabla. War ganz okay, waren in erster Linie im Burgerladen. Ja. Für Veganer, für Auch geeignet. Hähnchenfreunde oder halt eben dann die Burger. Genau. Ganz klassisch mit Beef. Man sucht sich einen Burger aus und überlegt dann, was man gerne drauf hätte. War preislich okay, geschmacklich auch okay. War jetzt nicht der beste Burgerladen, den ich je hatte, aber besser als ich es hier erwartet hätte, sage ich mal. Wo Auf alle jeden irgendwie Fall. nur Fisch essen. Ja, ja.
Die Einkaufsstraße war ein bisschen enttäuschend. Ja. Also es war so wie die Marktstraße bei uns in Oberhausen. Bisschen runtergekommen, Schöner Vergleich. oder? Ja. Es war komischerweise auch die Hälfte einfach mal geschlossen, was ich nicht verstehe. Wir haben heute Mittwoch oder so, ne? Also ist nicht das Wochenende wäre oder Feiertag. Ja, du darfst es aber nicht vergessen. Nebensaison? Oder was meinst du? Siesta? Ah, die haben Siesta. Gut, ich meine, wir haben Ich weiß jetzt es nicht. Ich 3 weiß nicht, Uhr. von wann bis wann. Keine Ahnung. Jetzt laufen wir gerade zum Auto zurück, sind hier an diesem schönen Planschbecken, wo die ganzen Schiffe liegen. Das ist eine echt schöne Ecke hier. Hier sind noch jede Menge Restaurants und Cafés. Also hier kann man sich schön aufhalten. Und gerade kommt die Sonne auch wieder raus, deswegen beeilen wir uns jetzt mit dem Einkaufen und legen uns dann nochmal an den Strand bei uns. Ja. So viel zu, wo Uns. sind wir? Teneriffa? Arrecife, ne? Arrecife, ja. Kann euch egal sein, wenn ihr im Hotel seid, aber ansonsten glaube ich, muss man den Müll hier auf Lanzarote tatsächlich irgendwie außerhalb entsorgen, weil es scheint an den Häusern oder so keine extra Mülltonnen zu geben, sondern in der Stadt verteilt immer solche Müllstationen, wo man quasi alles irgendwie los wird. Nur so als Fun Fact, den wir nicht bestätigt haben. Was für ein Fun Fact? Dass man den Müll hier nicht zu Hause los wird, sondern immer nur an den Stationen in der Stadt. Ja, das ist ein Fun Fact. Der Der macht Spaß, oder? ist ja großartig. Auch sehr amüsant. Meine Frau schickt mich los, um Pizza zu holen aus einer Pizzeria hier im Ort, im Arieta, mit guten Bewertungen. Auch wenn sie aus einer Garage aus operiert, komme ich da an. Alles zu. Ne? Laut Internet soll es offen haben, laut den Schildern draußen soll es offen haben. Ja, stehe ich da 10 Minuten und warte. Und dann kommt noch so ein zweites Pärchen. Dann kommt noch ein anderes Pärchen. Dann kommt so ein Pärchen, älterer Herr, ältere Dame. Beide deutsch selbstverständlich. Hatten auch Bock auf Pizza. Ja, die sind dann auch weggegangen. Dann kommt der Wagen von denen. So richtig geil, jetzt sind sie doch da. Gut, dass du noch so getrödelt hast. Erstmal zurückgelaufen. Ja, hast du dir so gedacht, machen die da den Laden auf und Pizza Takeaway? Yes, 20 Minuten. Nachdem ich da schon 10 Minuten stand, hatte ich jetzt keinen Bock, noch mal 20 Minuten zu warten. Und ihr hört es schon, es ist sehr windig, weil es heute den ganzen Tag, seit wir zurück sind, haben es trotzdem geschafft, uns den übelsten Sonnenbrand einzufangen. Aber so ist das. Damit müssen wir wohl klarkommen. Jameos del Agua, da sind wir gerade.